Panoramawandern auf der Nagelflughette wird zur ersten Mehrtagestour für unsere Kids, dabei inklusive spannende Kraxeleien entlang des Graters. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Nachdem wir unsere Autos an der Talstation der Imwegbahn haben stehen lassen, beginnt unsere Mehrtagestour an der Bergstation der Imwegbahn. Die erste Teiletappe führt am Resttag des Anreisetags eine gute halbe Stunde ohne große Höhenunterschiede bis zum Berggasthof Hochbühl. Mit Blick auf die Nagelflughette und den von den Kids geschätzten Spielplatz beginnt unser erster echter Wandertag. Zunächst geht es hinauf Richtung Hochhederich über den Falken bis zu unserem heutigen Tagesziel, der Falkenhütte. Für unsere Jüngsten war diese viertägige Wanderung die erste Mehrtagestour von Hütte zu Hütte. Linda mit 6 Jahren absolvierte dabei die gesamte Strecke zu Fuß. Kaya mit 3 Jahren war teilweise zu Fuß, teilweise in der Kraxe unterwegs. Und Agnes mit 2 Jahren verbrachte im Prinzip die gesamte Strecke in der Kraxe. Nach einer guten Stunde Gehzeit und etwa 150 Höhenmetern im Anstieg kommen wir zur Alpe Hörmoos, wo sich in der hiesigen Brennerei die lokalen Produkte probieren lassen. Nach der Alpe Hörmoos erwartet uns der anstrengendste und längste Steigungsabschnitt der gesamten Tour. Knappe 300 Höhenmeter wandern wir bergan, teilweise auf sehr steilem Pfade, bis zum Berggasthof Hochhederich bzw. dem kurz darauf folgenden Gipfel des Hochhederich. Da der Berggasthof an unserem Wandertag, dem 23. Mai, leider geschlossen hat, wandern wir zügig weiter auf den 1566 Meter hohen Gipfel. Das Panorama verwöhnt uns mit dem Blick über die Allgäuer Alpen, den Bregenzer Wald hin zum Sentis und dem Bodensee. Natürlich ist dies ein super Ort für einen Gipfelschluck. Heute unterschiedliche Whiskys und unterschiedliche Obstbrände in unterschiedlichen Flachmännern zum Wohl. Ab dem Hochhederich führt die Route nun in östlicher Richtung entlang des Nagelflugkamms. Dabei sind wir auf der anspruchsvollsten Passage der gesamten Tour unterwegs. Auf dem luftigen Grat erwarten uns einige seilgesicherte Stellen, für die Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitzubringen sind. Wenn man diesen anspruchsvollen Wegabschnitt umgehen möchte, kann man ab der Alpe Hörmoos auch auf unkompliziertem Wege direkt Richtung Falkenhütte laufen. Nach einer guten halben Stunde des konzentrierten Wanderns ab dem Hochhederich und 100 verlorenen Höhenmetern sind wir in einem waldigen, flachen Teilstück unterwegs, bevor es an den Anstieg hinauf zum Falken geht. Dort hinauf erwarten uns noch einmal 100 Höhenmeter. Die Route hinauf zum Falken besteht aus einem einfach zu gehenden Weg. Den Gipfel erreichen wir schließlich nach einer Gehzeit von etwa 4 Stunden ab unserem Start, dem Berggasthof Hochbühl. Wenige Meter entfernt vom 1564 Meter hohen Gipfelkreuz erwartet uns ein prächtiger Ausblick entlang der Nagelflughette und in Richtung der Allgäuer Alpen. Nach etwa 50 Höhenmetern im Abstieg verlassen wir den Kammweg der Nagelflughette. An einem Abzweig kraxeln wir eine Rinne hinunter in Richtung unseres Tagesziels, der Falkenhütte. Nach einer Gesamtgehzeit von etwa 5 Stunden erreichen wir schließlich die Falkenhütte auf 1450 Metern. Der Tag endet mit einem wunderschönen Sonnenuntergang über dem Bodensee. Auf der Karte in grün seht ihr die Route des heutigen Tages bis zur Falkenhütte, in blau der weitere Weg zum Staufnerhaus am Folgetag. Der nächste Wandertag beginnt ab der Falkenhütte mit einem Steigungsabschnitt von gut 200 Höhenmeter bis zum ersten Gipfel des Tages, dem Einegundkopf, wobei der erste Wegabschnitt, der von der Falkenhütte zurück auf den Kammweg der Nagelflughette führt, der steilste davon ist. Nach einer guten Stunde Gehzeit sind wir auf dem Gipfel des Einegundkopfes, 1639 Meter hoch und damit natürlich auch wieder beim wunderbaren Panorama des Kammwegs der Nagelflughette. Auch heute erwarten uns wieder einige Stellen, die etwas Kraxelei erfordern, auch wenn sie im Vergleich zum Vortag nicht den Grad der Ausgesetztheit wie die Wegpassage, die auf den Hochhederich folgte, mitbringen. Nichtsdestotrotz ist es auch an diesem Tage sicherlich kein Fehler, Trittsicherheit und etwas Schwindelfreiheit dabei zu haben. Zu den in diesem Video angegebenen Gehzeiten noch folgende Anmerkung: Diese entsprechenden Zeiten, die wir tatsächlich gelaufen sind, wesentlich geschuldet der Zusammensetzung der gemischten Altersklassen.
Als sportlicher Wanderer ist es sicherlich möglich, den Abschnitt von der Imbergbahn über Hochbühl, Hochederich bis zum Hochgrat bzw. Staufner Haus als Tagestour zu gehen. Das fröhliche Gipfelsammeln geht in der Zwischenzeit weiter. Nachdem wir den Hohenfluh-Albkopf 1636 Meter hinter uns gelassen haben, gelangen wir nach einem kurzen, flachen Zwischenstück zum steilen Anstieg hinauf auf den Seelekopf. Auch die 1663 Meter des Seelekopf bieten natürlich wieder ein atemberaubendes Panorama von den Allgäuer Alpen über den Bregenzer Wald bis zum Sentis hinüber. Vom Seelekopf bietet sich nun ein guter Blick auf unser Tagesziel, das Staufner Haus, und den dahinter befindlichen Hochgrat mit der dazwischen befindlichen Bergstation der Seilbahn. Nach den letzten Kraxeleien beim Abstieg vom Seelekopf befinden wir uns nun auf der Höhe des Staufner Hauses, das wir mit einem kurzen Abstieg von wenigen Minuten vom Kammweg erreichen würden. Wir wählen aber den Weiterweg Richtung Bergstation der Seilbahn bzw. zum Gipfel des Hochgrat. Ein Teil der Gruppe wird an der Bergstation verweilen, insbesondere da sich dort auch ein schöner Spielplatz für unsere jüngere Fraktion befindet. Ein prächtiges Gipfelbier erwartet uns nach gut 20 Minuten Aufstieg ab der Bergstation auf 1834 Meter, dem Gipfel des Hochgrat. Heute Mekatzer Helles, einwandfrei. Mit dem Weg zurück zur Bergstation und der Übernachtung im Staufner Haus bzw. der Talfahrt am nächsten Tag mit der Seilbahn endet für unsere Familien mit Kids diese Hüttentour. Als erste Mehrtagestour war dies eine wunderbare Erfahrung. Dass die Wege teilweise etwas anspruchsvoller waren, machte es nur interessanter. Schwieriger war es nur, bei den langweiligeren Wegabschnitten teilweise voranzukommen. Für mich geht es am Folgetag weiter, eine künftige Tagestour auf dem Nagelflughafen bis nach Immenstadt. Schaut auch gerne in dieses Video auf meinem Kanal rein. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Spaß und seid freundlich miteinander.